Hallo ihr Lieben, heute gewähre ich euch mal einen kleinen Einblick in mein Bastelreich. Ich habe den riesen Vorteil, ich gehe mal so ein bisschen rum, ich habe einen eigenen Raum, in dem ich mich richtig ausbreiten kann. Und das mache ich auch. Ja, also jeder, der irgendwie so bastelt, der weiß ja, wir können alles brauchen und entsprechend ist es auch schwierig, da ein bisschen Ordnung und System drin zu halten. Ich habe jetzt ganz bewusst, ich habe nicht extra aufgeräumt, ich habe auch nicht extra geputzt. Das ist jetzt wirklich ganz authentisch so, wie der Raum gerade aussieht. Ganz nochmal als Disclaimer vorweg gesagt, ich bin der Meinung, jeder sollte sich sein Bastelreich so gestalten, wie er das für gut und richtig befindet. Das heißt, also ich gucke sehr, sehr gerne so Rumtouren und ich zeige euch mal ein Bastelreich und so weiter. Und die sind alle unterschiedlich. Der eine hat irrsinnig viel Zeug, einer hat ganz minimalistisch wenig. Einer muss seinen Kram so kompakt verpacken, dass das irgendwie in eine kleine Ecke passt, weil er eben nicht das Glück hat, so einen riesen Raum zu haben, wie ich es hier habe. Und manche haben ganz viel neues Zeug, manche benutzen nur altes Zeug, nur Junk und gebraucht. Und das sollte jeder machen, wie er will. Die einen haben es total schick organisiert und geben vielleicht auch noch wahnsinnig viel aus für Aufbewahrungsmöglichkeiten. Manche sind da mehr auf Pragmatismus angelegt, so ich zum Beispiel. So, und jeder so, wie er es mag. Das ist also mein Bastelreich und ich zeige euch das jetzt. So, also, sehr hell, da sind Fenster, da sind Fenster. Hier ist ziemlich gerümpelig so eine Ecke von meinem Mann mit 3D-Drucker und so weiter. Ja, also es ist chaotisch, ne? Da habe ich irgendwie noch Zeug, das ist so zum Nähen und so. Da wollte ich mir neue Kissenbezüge nähen und hier, ach, keine Ahnung. Das hier ist das da ist so ein Malkittel. Da sind irgendwie so, das eine ist so eine Leinwand, die ich mal bemalen wollte, und da hinten sind so zwei Leinwände, so halb angefangene Werke. Ja, dieses hier, das ist so eine Ecke, da sammle ich Kisten und alles Mögliche hier. Da ist so aller möglicher Kram. Also wenn ich jetzt was gebastelt habe und ich sortiere mir das teilweise so nach Themen. Ne? Also wenn ich das wegstelle, dann sammle ich das erst in dem Kram oder bewahre das dann auch da drin auf. Ne? Also das sammle ich hier, damit ich das immer gleich zur Verfügung habe. Das hier ist meine Basteltasche, die ist eigentlich im Wohnmobil. Ich habe jetzt aber teilweise Sachen rausgenommen, organisiere die neu und dann kommt die wieder da rein. Ach so, grundsätzlich. Ich zeige das nochmal hier. Das ist also ein Kallax-Regal. Dieses hier ist aber tatsächlich noch ein Expedit-Regal, also eins von den alten. Ähm, also bestimmt schon 20 Jahre alt. So, und das hatten wir früher mit den Kindern, als die noch zu Hause gewohnt haben, weiß ich, da waren dann Spiele drin und alles. Und teilweise da hinten sind auch noch ein paar Restspiele. Da so, ja, okay. Und diese hier, diese Kommoden, die sind auch alt. Da hatten wir früher Socken drin und Bettwäsche und so ein Krempel. So, also es ist alles, passt aber gut zusammen. Es ist alles Birke oder Birkenfurnier. Alles Ikea. Ja, dieser Schrank ist noch älter, der ist 25 Jahre alt. Zu den Sachen, die da drin und drauf sind, kommen wir gleich noch. Ja, und dieser Tisch hier, das ist Ikea Norden. Da unten habe ich das große Glück, da habe ich so eine Steckdosen-Dings. Da sind 4 Steckdosen drin im Boden. Ja, der ist auch hier, sieht man auch schon ziemlich abgeschrammt und alles. Also das ist wirklich der Tisch, den wir 25 Jahre mit den Kindern verwendet haben. Ne? Das habe ich jetzt alles, auch diese Stühle, hier auch Ikea, Roger oder wie die mal hießen. Dieses, was da so, das sieht nur so eklig aus. Ich weiß nicht, früher hatten wir auch Katzen, aber also da hat keine raufgepinkelt. Ich weiß nicht, woher das kommt. Man kann sich aber raufsetzen, ohne dass was passiert. So, und da ist noch einer der Stühle von den Kindern früher über. Der wartet jetzt auf Enkel oder sowas. Okay, also ich hoffe, euch wird nicht schwindelig. Ich versuche hier langsam rüber zu gehen. So, wir fangen mal hier an. Obendrauf links irgendwie Spielzeug und so. Hier oben in der Kiste, da sind Nähgarne drin. Hier, das ist noch Funkelkram-Zeugs. Ich war ja im Design-Team Funkelkram, da habe ich noch Material über. Ja, da wollte ich auch noch irgendwie mal was mitmachen. Das wartet da jetzt auch noch. So, in dieser Kiste, Moment, da sind so
ja, hier so Blüten und Blätterkrams und so getrocknetes Mooszeugs. Was ist da drin? Hier so auch Rosenblüten und ja, also so verschiedenes Zeug, ne? Auch so in Kisten, damit da nichts mit passiert. So. In dem Regal hier, das wird eigentlich sehr wenig verwendet, da sind fertige Papiere. Und zwar, da arbeite ich ja eigentlich kaum mit. Das hier sind alles irgendwie so Actionblöcke. Teilweise schöne, teilweise auch nicht so schöne. Und dann ist hier so alles mögliche andere so an fertigem Papier. Ja, da müsste ich mal ein bisschen mehr ran. Allein damit es mal verwendet wird, ne? Weil da arbeite ich wirklich total wenig mit. In dem hier, da in der Kiste, steht das auch dran? Nee, das stand mal dran. Da habe ich Servietten drin, diese sind schon einlagig, die habe ich also schon entblättert, ne, das direkt zur Verwendung. Und da hinten sind halt hier, ich ziehe es mal ein bisschen raus, hier so verschiedene. Und da hinten habe ich so Umschläge, allen möglichen Kram. In dieser schwarzen Tasche, da sind auch irgendwie noch Papiere drin, das ist so eine Fächertasche, die ist so ein bisschen, kann man so aufklappen. Eine Etage tiefer, ich hoffe, euch wird nicht schwindelig oder so. Auch nicht hübsch, hier habe ich also wirklich den stumpfen Karton drin stehen. Ich habe immer vor, da klebe ich mal schön was drauf, so ne, Notenpapier, alte Buchseiten. Aber ganz ehrlich, es ist mir total egal. Es funktioniert und ja, dann passt das. Ne? Für Signatur, Seiten habe ich auch wirklich so da immer draufstehen. Und hier habe ich schon, ich ziehe das mal raus, so so nach Größe sortiert auch, so Doppelseiten drin, die ich also so in Signaturen einbinden kann. Finde ich total praktisch. So, daneben, jetzt so runter, habe ich zwei so Styropor-Dinger, die nehme ich immer, wenn ich Signaturen einnähe und dann die Löcher reinpiekse. Ne? Die lege ich mir dann zum Tischschutz dann da drunter. Eine Etage tiefer, Buchseiten. Das ist quasi so ähnlich wie die Etage da drüber, aber das sind einzelne Buchseiten. Ne? Das sind hier so lose Dinger, die benutze ich halt für Collagen oder sonst irgendwas. So, und das ist auch einfach nur so ein Karton. Und das Schöne an dem Karton ist, der hat da drin, ich zeig mal, noch 4 andere Kartons. So, und die habe ich so schräg, ist noch der Aufkleber drauf, schräg zugeschnitten, sodass ich die großen hinten habe und die haben auch noch Halt und fallen nicht um und nach vorne wird es dann kleiner. Total praktisch. In der Kiste, so ein Buch, wie heißen die Dinger hier, so ein Pultsammler, Stehordner, habe ich so alles so an Plastik und so. Also wenn ich jetzt wirklich mal was neu kaufe, dann die Plastiktüten, die verwahre ich hier. Da sortiere ich dann teilweise andere Sachen drin und so. Ja. Dann habe ich hier eine Kiste, da habe ich mir so sortiert mit Umschlägen und sowas, da habe ich mal gefärbt und dann das habe ich mir sortiert nach einseitig, also hier zum Beispiel, was ist das denn? Also ich färbe mir auch Papiere, die einseitig bedruckt sind, weil die kann ich ja immer noch so für Collagen und sowas, ist das ja egal, ob auf der Rückseite irgendwas draufsteht. Ne? So, und dann habe ich mir die sortiert so nach Pappe und ja. So, hier Collagematerial, wie der Name sagt, Collagematerial, alles Mögliche, schmeiße ich hier immer so rein und kann ich mir sowas rausnehmen. Hier dazwischen, also hier sind Notenblätter, ne, wie es drauf steht, und hier dazwischen habe ich so verschiedene dicke Pappen und alles, die kann ich so als Untergründe für Masterboards nehmen. Stoffe, wie der Name sagt, sind Stoffe drin, quillt total über, weil, Achtung, da habe ich auch schon wieder einen Stapel liegen. Das gehört eigentlich hier rein, da wollte ich mal ein bisschen ausdünnen und ja, das vielleicht ein bisschen pragmatischer sortieren. Also eigentlich soll diese Kiste Stoffe reichen. Da drüber, was ist da drin, weiß ich gerade gar nicht. Okay, hier sind Papiere drin. Da habe ich auch wieder so eine Stehordner. Die habe ich hingelegt und da drin kann ich mir dann so Papierarten sortiert reintun. Ne? Also hier
wenn ich so irgendwie so eine Färbe- oder Jellyplate-Aktion oder sonst was hatte. Die sind so thematisch sortiert, ne? Sodass ich mir dann so ein Bündel rausnehmen kann. Das hat dann halt die gleichen Farben, passt zusammen oder das gleiche Muster oder so. Und hier auch schön staubig der Deckel. Ja. Okay, nächstes. Spitze Borte. Ah, ich war hier noch gar nicht fertig mit dem. So, gehen wir mal hoch. Das hatten wir gerade. Gefärbtes Papier. Hier habe ich allerdings gerade gar kein gefärbtes Papier drin, sondern farbiges Papier. Das heißt, hier so irgendwie so neues Zeugs. Verwende ich eigentlich auch nie. Naja. So, da drüber. Hier habe ich 2 Kisten. Da sind ja so Bilder und sowas drin, die ich aus Zeitschriften oder Büchern ausgeschnitten habe. Hier drüber die Kiste, eigentlich sollte es die schon gar nicht mehr geben. Da sind halt so ausgeschnittene Worte in verschiedenen Größen. Hier sind die größeren, hier sind die kleineren. Ne, die sind die ich noch ausschneiden muss. Wo sind die kleineren? Achso, die habe ich hinten, da mache ich gerade was mit. In dem hier habe ich noch Briefmarken drin. Okay. Also hier an der Seite habe ich noch so verschiedene Papiersorten. Das sind so größere Papiere. In dem hier Vorlagenmaster, da habe ich so Sachen, die ich mir ab und zu mal, das mache ich gar nicht, aber die ich mir kopieren könnte. Hier habe ich so Edith Holden Sachen. Und hier drüber habe ich aus so einem Buch Blumen der Welt ausgeschnitten. Das habe ich mir so nach Farben sortiert. Verwende ich wahnsinnig oft. Und schönes Papier hier und da habe ich so aus Zeitschriften, aus der Flo und so halt schöne Papiere, schöne Motive. Und jetzt hier, das ist auch der Knaller. Da habe ich mal ein Video kürzlich zugemacht, wie meine, Moment, wie geht mit einer Hand? Ephemera-Aufbewahrung. Habe ich noch im Video gesagt, ja, das beklebe ich jetzt aus und mit Buchseiten. Wie ihr seht, glaubt nicht alles, was man im Video sagt. Ich habe es nicht gemacht, ich hatte keine Lust mehr. So, und da drin habe ich diese Aufbewahrung hier. So, ich muss das mal rüberstellen. Habe ich hier so die ganzen Label und Co. Und da habe ich so kleine Folien drin und sowas und da sammle ich den Kram. Total praktisch eigentlich. So, und hinten habe ich noch so ein bisschen anderen losen Kram, Stickerheft und so. Was ist da drin? Also kleine Buchseiten noch, ja. Also so alles, was man irgendwo raufkleben kann und so sammle ich da. Und da hinten habe ich noch eine Kiste so mit alten Fotos und was ist da vorne? Oh, ein Stickerheftchen. So, dann, achso, hier habe ich hängen, hier habe ich so diese Klipse dran, so mit vom Kalender oder so, diese Abreißdinger habe ich schon mit Kaffee gefärbt. So, hier ist das Abteil Stempel, Schablonen. Hier habe ich auch wieder so einen Stehordner, wie heißen die? Ja, Stehsammler oder so. Und da habe ich meine Schablonen drin. Ja, das sind alle Schablonen, die ich habe. Und nein, ich vermisse nichts. Also klar, da kann auch noch mal eine andere schöne Schablone zu, ne? Aber ich brauche keine 3 Millionen Schablonen. So, hier habe ich diese verschiedene Stempelklötzchen, hier diese Acrylblöcke. Und hier habe ich, das ist so auch mit Kaffee gefärbtes, so Buchseitenränder und Label und so. Da wollte ich, das liegt hier, weil ich da nochmal drauf stempeln wollte. Und hier sind halt jede Menge, das ist jede Menge, das sind im Verhältnis wenig Stempel, die ich habe. Und da hinten ist sogar so eine Stempelhilfe. Die habe ich jetzt kürzlich aus so einem Gebrauchtwarenladen für 50 Cent gekauft. Da konnte ich sie nicht liegen lassen. Ja, das ist das. Und dahinter, rechts ist noch so Moosgummi für Stempel selbst zu schnitzen. Da unten sind so diese Platten, aus denen man sich Stempel schnitzen kann. Und davor ist so ein, ja, ich dachte, es wäre ein Linolwerkzeug. Es ist aber leider so ein Holzschnitzwerkzeug. Das heißt, es ist so grob, dass ich da gar nicht vernünftig dieses Linolzeugs mit schnitzen kann. Ja, kann auch passieren. Eine Etage tiefer. Hier ist eine Kiste, da habe ich, so hier ist
also Bonbonpapier, so Glitzerpapier und sowas drin. In dem hier sind Teebeutel, also diese Außenhüllen, Kaffeefilter. Hier sind gebrauchte Teebeutel. Und da ist so ein bisschen so geschöpft. Und da hinten habe ich noch, was habe ich dann noch? Achso, hier diese Kleberinge, Lochverstärker und ja, billig After Eight. Darunter habe ich 2 Kisten. In der unteren habe ich so gebastelte Sachen. Also hier ist zum Beispiel so eine aufgerollte so eine Snippet Roll und ja, da habe ich da auch so, ja, ich will es jetzt nicht extra rausholen, so mit so Blumen, die ich fertig gemacht habe und so ein Kram. Da drüber ist hier so Hardwarezeug, da sind Büroklammern, Sicherheitsnadeln, Klipse und so ein Krempel drin. Und da hinten habe ich so, da habe ich mir mal so von meinem Kanal so Dinger, die ich irgendwo noch mit verarbeiten kann, benutze ich aber auch nicht. Und darunter sind auch noch so ausgestanzt aus Pappe, so für diese Pullis, wie heißen sie denn? Coin Envelopes und sowas, auch so Verstärkungsringe, die ich mir aus Pappresten ausgestanzt habe. Ausgestanzt. Hier, die sind die Crocodile-Ösen und darunter ist auch noch mal so andere Krempel. So, jetzt kommen wir mehr in die Farbecke. Hier habe ich 2 Gelatineplatten, eine A4 und eine etwas kleiner. Hier in dem hier habe ich Zeug für Gelatine. Achso, hier ist der eine Stempel, den ich mal gemacht habe daraus mit dem Schnitzwerkzeug, das viel zu grob ist. Da habe ich so andere Stempel und so, die ich für die Gelatineplatte verwenden kann. Hier, was ist das denn? Achso, wollte ich als Muster nehmen. Habe ich auch Sachen für die Gelatineplatte mit Mustern, aber halt große Sachen, ne? Also größere. Darunter ist eine Wanne, die benutze ich immer zum Papierfärben und sowas. Oder für alles, was irgendwie einsaut. Und da habe ich hier so einen Stapel, man sieht jetzt nur 1, 2 Sorten, auseinandergeschnittene Plastiktischdecken, mit denen ich dann die Muster machen kann. Das hier ist, da links sind noch große Papiere, die ich dann drunter legen kann. Hier sind Rollen und so Brayer und sowas drin. Und hier habe ich allen möglichen Junk, alles was mir so in die Finger kam, schon in richtige Größe zurechtgerissen, direkt zum Verwenden, was ich für die Gelatineplatte zum Abziehen nehmen kann. Hier drunter habe ich eine mit Spitze und Borte. Hier halt so alles Mögliche. Wenn voll, dann voll. Okay, dann ein bisschen höher und hier links. Da sind so alle möglichen Farben drin. Und hier, achso, das hatte ich noch mir schon rausgesucht für das eine Bild da hinten. Ups, siehe unten. Okay. Und darunter habe ich noch diese Billigdinger vom Action. Die will ich einfach mal aufbrauchen und dann sind sie weg. Eine Etage höher, hier ist auch eine Malabteilung. Alle möglichen hier, was ist das? Graphitzeug. Das hier sind diese Glanz Aquarellfarben vom Action, die habe ich mir umgefüllt. Ich habe die sogar geswatcht. Dann hier Aquarellfarbkasten, dann sind hier meine KonMari, ach Quatsch, wie heißen sie denn? Kuretake-Dinger, da habe ich also 2, habe ich viel zu wenig noch mitgemacht, bisher muss ich unbedingt machen. Hier sind noch gute Pinsel und hier ist mein Albrecht Dürer, ein 60er Kasten. Hier habe ich ein Buch stehen, da habe ich mir von den Sachen, die ich jetzt so gefärbt habe und gemacht habe, immer so Muster reingeklebt, so als Überblick. Hier habe ich ein Dings mit Wolle, kann eigentlich auch mehr oder weniger weg. Und darüber
Ich nehme es mal rüber, dass ich was machen kann. Hier habe ich sag mal, Vorlagen, Schablonen. So, also wenn ich einen Kreis brauche, so einen großen, dann kann ich mir den als Muster nehmen und abmalen. Ne? So, so gewisse Sachen, hier so ein Oval kann ich dann nehmen, so als Schablone oder als Muster. Ne? Hier zum Beispiel so ein Oval. Ist ganz sinnvoll, sowas auch zu haben. Ja, da oben habe ich noch, habe ich vergessen zu sagen, ich gehe mal so hoch, so ein Schneideding, auch 20, 25 Jahre alt. Das benutze ich ab und zu mal wegen diesem Hebel hier, wenn ich irgendwo von Pappe oder so die Kanten abschneiden möchte. Okay, gehen wir mal hier rüber. Oh Mann. So, das ist der Schrank. Ich habe mir das, ist auch wirklich schon, das habe ich jetzt nicht fürs Video gemacht, das steht da schon lange. Hier habe ich irgendwie mir mal so ein Konvolut gekauft bei eBay Kleinanzeigen. Da habe ich irgendwie viel zu viel und Sachen, die ich gar nicht brauche. Hier braucht man sowas. Wollte ich wieder, weiß ich nicht, verkaufen, verschenken. Dann habe ich, ja, das ist überhaupt der Gag. Ich habe immer gesagt, ich brauche keine Stanzmaschine, benutze ich sowieso nicht. Ich habe auch keine Prägefolder und keine Stanzen und tralala. Also ich habe mir vor einem Jahr das Ding bei Action mal gekauft, für 40 € auch noch. Habe es ein- oder zweimal benutzt und ich habe mich da irgendwie einfach noch nicht richtig dran gegeben. So, hier gibt es so ein paar, da habe ich mir noch so ein paar, kann man es besser sehen, so ein paar Stanzdinger hier mal gekauft und so. Hier ist hier sind die Platten und so. Habe ich hier halt so eine Kiste für den Kram. Hier sammle ich Zeug. Ich wollte mal so ein Nähjournal machen. Da fliegt das irgendwie alles rum. So, in dem Abteil Sticken. Da habe ich hier, das sind so, komm raus, Bänder und so. Und darunter ist halt Stickkram da auch. Also Bänder und Stickzeug. Ne? Und hier die habe ich mal von eBay Kleinanzeigen gekauft. Die habe ich mir so nach Farben sortiert. Ja, und dann nehme ich mir halt immer die raus, die ich gerade so brauche. Ne? Ja, ich mag das gern, Sachen aufzubrauchen. Dann hier ein Abteil Pappe. Da habe ich einmal hier so eine kleine Box drin. Da habe ich hier so klein Pappzeug, ne? Was ich dann als zur Verstärkung und für Hintergründe und so nehmen kann. Und darunter habe ich dann so die größeren Sachen. So von Blöcken die Hinterseiten und sowas alles. So, und da habe ich einfach die Regel, wenn die Kiste voll ist, ist die Kiste voll. So, also jetzt die Kiste ist voll, ne? Und demzufolge alles, was jetzt irgendwie neu an Müll kommt, wird entsorgt. Ne? Also ich werde mich hier nicht zurümpeln. Schönes Papier. Ja, da habe ich hier teilweise in Ordnern, teilweise auch. Moment. So, hier habe ich so eine Folie, da habe ich so Weihnachtskram drin. Darunter, ich mache einfach mal so, da habe ich halt auch immer so verschiedene Hüllen. Hier habe ich zum Beispiel eine, da habe ich Hagebutten gesammelt. Da wieder Weihnachten. Naja, so, ne? So ein Papier, das man verwenden kann. Da Deko-Zubehör, da habe ich noch so anderen gemischten Kram drin. Da schmeiße ich irgendwie auch einfach so rein. Hier drunter sind so alles, was so Blüten und so sind. Ja. Papiertüten. Oh geil. Dann geht schon wieder über. Ja. So. Ein bisschen höher. Hier vorne habe ich so kleinere Sachen. Und darunter, das sind halt alles Papiertüten. Ne? Und es ist voll. Ich sammle keine mehr. Was jetzt an Papiertüten kommt, fliegt einfach weg. Hier oben, total übertrieben, da sind alles Knöpfe. Also hier sind so noch nach Farben sortiert. Hier so große Stapelkisten, sehr praktisch eigentlich. Hier unten habe ich so auseinandergenommenen Schmuck drin und kaputte Broschen und sowas. Hier sind Perlen, jede Menge. Da hinten auch noch, darunter Knöpfe. Hier hinten auch, hier ist so Schmuck, Bastelzeug drin. Hier in der Kiste sind Knöpfe. Hier sind Knöpfe, hier sind Knöpfe. Da in der Kiste so ein Tee-Dings sind auch Knöpfe. Also viel zu viel, muss ich unbedingt was mitmachen. Dann hier Acrylpinsel.
Erste Schublade, da sind so Gläser für Aquarellmalerei und so. Und hier sind so verschiedene Blöcke und Papiere drin. Noch Pinsel. Hier sind so Leinwände und hier Puder für Strukturpaste und so zu machen. Ja, hier sind so auch von, ja, so, die kann man so als Paletten benutzen. Ne? Ja, so alles Spatel und sowas sind da drin. So, so zum Tupfen, hier diese Schwämmchen und sowas. Nächstes gemischte Farben. Ah ja, also es ist nicht immer mehr das, achso doch, ja. Hier sind noch so Seidenmalfarbreste. Hier habe ich Kaffee drin. Hier ist, was ist das? Ah, Acrylic Medium, okay, da ist auch, ach, hier ist mal ein Rostwasser drin. Ja, hier sind so ein paar so Schulmalkästen und alles. Da ist alles Mögliche an Farbe. Hier sind so angemischte Sachen, so aus Stempelpads, und hier sind von Stiften die Minen drin und also ein Krams, ne? Hier vorne ist ein bisschen Sprühstärke, noch ein Gesso als Ersatz, Thickening Medium als Ersatz, Kaffeepulver, Tee, Krümel, so alles, was so mit Farbe zu tun hat. Und unten Seidenpapier. Also da ist, wie der Name schon sagt, hier links so verschiedenes Seidenpapier drin und verschiedenen Farben. Und hier sind so Sachen, so alles mit Struktur, ne? Das hier, Zwiebelnetze, so ein Kram. Gut, hier in der Ecke, das sind aufgerollte Verpackungsmaterialien. Und hier auch das mit, hier, na sag jetzt, Cardstock, wie heißt es denn? Hier so pappmäßig. Hier, was ist das eigentlich? Achso, das sind so große Pappdinger noch, falls ich so richtig so Karton, so Reste brauche. Gut, gehen wir mal hier rüber. Das hier ist ein, so ein ganz riesiges, ich weiß nicht, könnt ihr sehen, wie riesig das ist? Das ist so ein Fotoalbum. Da wollte ich mir auch mal so ein Art Journal oder so draus machen. Hier, das ist eine Kiste mit diesen Taschen. Ich glaube vom Action habe ich die. Da habe ich so verschiedene Papiere drin, die so farblich sortiert. Ja, hier ist was für ein Afrika-Kalender und hier ist noch was für Seejungfrau und so. Also hier habe ich so, ja, hier ist noch hier vorne dieses Grunge-Zeug, was ich auch schon ein Jahr her, da habe ich mal so ein Video gemacht. Da habe ich noch ganz viel Spitze und Papier und so über. Muss ich was mitmachen. So, hier rüber, Kisten. In dieser Kiste habe ich fertige Sachen. Ich gehe hier mal rum. Die habe ich mir auch teilweise hier so nach Themen sortiert. Da kann ich mir dann quasi so ein Ding rausnehmen, und da habe ich halt hier so Ephemera-Zeug, Taschen und so schon gebastelt, und die passen halt alle zusammen. Ne? Da könnte ich dann im Grunde mal ein Journal mit dekorieren. Ja, könnte. Da ist Snippet-Roll-mäßig was aufgerollt. Hier vorne, das sind Sachen, die sind so, die könnte ich mir jetzt nehmen. Da habe ich mal so Reste aufgeklebt auf Pappen und so. Und könnte ich so Tags draus machen. Das ist also so semi-fertig. Ne? Dahinter auch, das sind Sachen, die ich teilweise schon mal fertig gemacht hatte, die ich hässlich finde, die ich nochmal überarbeiten will. Und dahinter sind auch ein bisschen nach Größe sortiert, so Pappsachen und so griffbereit. Die könnten im Grunde drüben auch in den Pappordner, also in die Pappschublade mit rein. Hatte ich mir irgendwann mal, da kann ich nämlich mir dieses Kartönchen, da seht ihr das, ist so eine einzelne Kiste, mit an den Tisch nehmen und so wegarbeiten. Hier oben habe ich so Geschenkband und Geschenkpapierrollen und sowas drin. Nächste Schublade. Da ist so Muschelkram, Draht. Hier habe ich so Seeglas und sowas. Da kann ich auch noch mal was Schönes mitmachen. Und darunter
so allen möglichen anderen Kram. Also hier, da habe ich schon mal, weil ich mal schöpfen wollte, Eierkartons zerrissen. Hier habe ich einen Teil Korken. Hier habe ich noch irgendwie so Folien und sowas. Hier habe ich ein bisschen Filz. Hier ist Weihnachtskram, alte Puzzleteile, sowas alles drin. Wir sind noch lange nicht fertig. Hier ist eine Kiste mit Covern. Da habe ich also teilweise auch wirklich auseinandergenommene Bücher oder auch hier so Pappzeug, wo man was machen kann, oder da hinten auch so Platzsets, ne, die man einrollen kann. Also alles, was Cover geeignet ist. Dann haben wir hier, das ist ein Stapel dicke, schwere Bücher. Das ist meine ja, Plattlegestation sozusagen. Hier habe ich 4 so Kisten, wo man so noch Schachteln für, wo ein Journal reinkommt, basteln kann. Dann habe ich hier, total übertrieben, Magazine, so Zeitschriften, also Flow, was ist das hier, Happy Way, Mein schöner Garten, Landlust, all möglichen Kram. So, dann habe ich hier Bücher, große Bücher mit tollen Bildern, ne? Blumen, Vögel, Tiere, Galerien, sowas. Dann habe ich hier noch eine Kiste, da sind auch Bücher drin, mit denen ich noch was machen könnte. Und dann habe ich hier, Moment, so, das sind auch halt Bücher, die ich teilweise auseinandernehme für Seiten oder für die Bilder oder auch fürs Cover. Wobei dieses hier sind eigentlich alles welche für Seiten und für Bilder mit alter Schrift überwiegend. Ja, und dann habe ich hier noch einen ganz alten Korb mit meinen 4 uralten Lexika und hier auch ein bisschen Bücher, die schon so halb auseinandergenommen sind. Und da, ein bisschen staubig, wie ich sehe, habe ich eine Kiste. Hier sind so Plastikfolien drin, die lege ich mir dann entweder auf den Boden oder auf den Tisch, wenn ich färbe, dass ich mir da nichts versaue oder dass ich das auch auf den Boden legen kann zum Trocknen. Ne? Das nimmt ja alles sehr viel Raum ein. So, jetzt gehen wir langsam hoch. Was hatten wir alles? So, jetzt kommt der Tisch. Ja, also der ist, da ist die Platte noch mit drin. Der ist 2,60 Meter mal 1,20 Meter. Und dass der jetzt noch im Verhältnis leer ist, liegt einfach nur daran, weil ich den für mein Neujahrsvideo oder Silvestervideo freigeräumt hatte, damit diese ganzen UFOs, ne, die unfertigen Objekte, die ich habe, hier raufpassen. So, also hier ist noch so ein Bild, das ich irgendwie mal fertig machen will. Da habe ich so Blumen raufgeklebt aus Magazinen und so. Hier habe ich auch noch Sachen, also ja, mal gucken. Hier sind die ganzen UFOs, die habe ich mir jetzt hier so in Reihe gelegt, wie ich sie abarbeiten möchte. Diese ist meine Nähmaschine. Da gehe ich dann von der anderen Seite ran, da kommen wir aber auch noch hin. Hier liegt, da ist so eine Steckdose, mit der ich hier allen Strom ausschalten kann und mein Heiztool, ne, also hier zum Seitentrocknen. So, dieses ist hier, kann ich nicht empfehlen. Ich mach mal so, Moment. Kann ich nicht empfehlen. Das ist so ein Dreibeinständer, den kann man auch hinstellen. Das ist total wackelig und die Füße stehen im Weg, im Blickfeld und also kauft euch das nicht. So, da ist auch der Kreis in der Glasmatte, ne? Das liegt jetzt hier schon, weil ich da mein nächstes Video mitmache. Also eine große Glasmatte kann ich sehr empfehlen, macht das Leben wesentlich leichter. Ich habe da drunter noch so ein bisschen so altes Packpapier, sieht schon ein bisschen oll aus, da kritzel ich teilweise drauf rum und schmiere einen Stift ab und sowas. So, und dann, was ist direkt an meinem Tisch? Das hier. So, da sieht man so ein Mini-Tacker. Hier ist immer Wasser drin. Hier ist oft Kaffee drin zum Sprühen. Hier, das ist Mattmedium. Dann habe ich hier so die das was da unten so als Kreis, das ist von dem Rostwasser. Deswegen steht das hinten jetzt auch im Schüsselchen. Hier so meine
Kreisstanzer und hier mein Eckenstanzer. Dann habe ich hier griffbereit, da hinten sind noch Farben und das hier ist Band für Drachen fliegen zu lassen. Sehr stabiles Band, hatte ich zufällig über dieses Ding. Und dann hier auch Gesso, Funkelkramkleber, darunter ist angemischter Weiß mit Wasser gemischter Kleber. Hier auch andere Kleber noch, Glues, Klebestift. Hier so ein kleines Ding mit Kleber, Tacky Glue. Hier ist noch ein Funkelkram, weil der ist ja fast alle. Da ist gar nichts drin. Das hier ist Krickelmedium. Dann sind hier Pinsel jede Menge, da Pinsel, Scheren, Scheren, Scheren. Ja. Und hier an der Seite liegen 2 Lineale. Wo ist das zweite eigentlich? Hallo? Wo ist das denn? Ich habe hier eigentlich noch ein, ach, das habe ich jetzt hier, okay. So, und darunter, ich liebe es. Hier ist auch so eine Kiste, die ich auch immer mal mit mit Buchseiten bekleben wollte. Da habe ich hier so einzelne Kisten drin. Dieses hier, ich liebe es, sind meine Reste von neutralem Papier. Benutze ich ständig. Dann habe ich hier eine Kiste mit so Kleinkram, den man irgendwie aufkleben kann. Und hier so mittelgroßer Kram. Einfach so ein bisschen nach Größe sortiert. Ja, und hier hinten ist nochmal so ganz kleiner Kram. Und dahinter ist noch, hier habe ich schon für so eine Schnipselrolle aufgerollt auf so eine Spule. Und hier sind Streifen drin. Also alles Mögliche an Streifen. Okay, also das benutze ich wirklich wahnsinnig oft. Hier habe ich so ein kleines Journal. Das nehme ich, wenn ich jetzt was gebastelt habe und möchte euch zeigen, wie man es verwenden kann. Ne? Dann habe ich das da immer liegen. Hier habe ich die Woodies und dahinter habe ich noch ein Glas. Die sind jetzt total ausgedünnt. Das war mal randvoll mit diesen Metallic Brush Markern. Die sind alle ausgetrocknet. Sowas kaufe ich auch nicht mehr. Also alles, was man nicht wieder mit Wasser anfeuchten kann oder so, kaufe ich nicht mehr. Hier habe ich noch irgendwie so Stifte liegen für Kalligrafie und so ein Kram. Ja, da ist das Heiztool, sagte ich ja, und da ist die Nähmaschine von der anderen Seite zu bieten. Ich kann sie mir natürlich auch hier rüberziehen, aber ich gehe mal einmal um den Tisch rum. So, hier geht es weiter, auch immer griffbereit. Achso, hier habe ich noch Wasser drin, weil hier oben habe ich keinen Wasseranschluss. Das heißt, ich muss mir das Wasser immer von unten mit hochnehmen. So, und da habe ich Pipettenpieker, so ein Kratzi, so ein, ja, wie nennt man das so, um irgendwas anzurauen. Hier diese Dinger, die haben hier so diese Kugeln unten, recht praktisch. Hier habe ich meine Crocodile griffbereit, hier habe ich so anderes Werkzeug. Und da hinten habe ich noch so Cutter und dahinter habe ich so Lineale. Und diese ist auch noch wie so eine Unterlegmatte, so eine heilende Schneidematte. Und hier habe ich jetzt, genau, das habe ich nämlich hier hingetan, weil es immer umgefallen ist, dieses Abreißlineal. Und dahinter habe ich noch Kleber und da in der Kiste, ich gucke mal da vorbei, sind auch noch verschiedene Sorten Kleber, kann man darstellen, scharf. Und da drüber Küchenrolle, ne? Die brauche ich also auch ständig. Und zwar habe ich hier einmal so eine kleine Kiste. Das fällt schon alles runter. Also hier habe ich noch so Babyfeuchttücher. Und in der kleinen Kiste sind so kleine Papiersachen drin. Hier so alles mögliche schon gefärbter Kram. So kleine Seiten mit Blättchen. Hier, das sind so mit so kleine Abschnitte mit Serviettentechnik drauf. So ein Krams halt. Und dann habe ich da drin so einen Umschlag. Mit einer Hand ist das schwierig. Den habe ich mir hier so fächertaschenmäßig hier so zusammengeklebt. Und da habe ich ganz kompakt halt auch so verschiedene Papierabschnitte sortiert. Das ist total praktisch, wenn man mal Sachen hat, die so zusammengehören sollen. Ne? Weil da in der Kiste habe ich hier lauter so einzelnen Kram drin. Und hier, das ist so ein bisschen nach Themen sortiert. Ne? Da habe ich so Sachen, die zusammengehören. Gut, das haben wir. Dann habe ich hier noch eine Kiste stehen. Da hier habe ich immer so ein Buch
wo ich teilweise, weiß ich nicht, drauf stempel, was klebe oder drauf abmale, ne? So Farben abstreiche und so. Ja, und hier ist so gesammelte Werke, ne? So alles an Papier und so drin. So größeres, so eine Restekiste halt, ne? Alles, was gerade aus der Hand muss. Und dann habe ich noch hier um die Ecke, sitzt da, das ist so ein Klemmbrett hier und da habe ich so Pappabschnitte dran, also hier so festeres Zeug, ne? So Designpapier, Reste und sowas. Und ich habe das halt hier alles griffbereit direkt am Schreibtisch, sodass ich wirklich, wenn ich was brauche, diese angefangenen und Sachen und Reste benutze, ne? Und nicht erst irgendwie was Neues anschneide. Also kann ich nur empfehlen. Dann geht es hier weiter. Also wenn ich hier sitze, ich gucke dann auf das hier alles, ne? Alles griffbereit. Und hier habe ich zwei so Moppelkästen. Hier habe ich immer irgendwie so ein Tuch oder so zum Abwischen. Dies hier ist eigentlich, müsste ich wieder auswechseln, zum Pinsel sauber machen. Hier Handdesinfektionsmittel. Okay, gucken wir mal schnell die Schränke an. Steht auch drauf, Borte. Wie der Name sagt. Ich guck mal oben so rein. Borte drin. Distress. Das sind meine Distress-Dinger. Mehr habe ich nicht, mehr will ich nicht. Stoffscraps. Wie der Name sagt. Stoffreste, so kleine. Bänder. Bänderreste. Also wenn ich hier sitze und bastel irgendwas, das ist wirklich alles griffbereit. Das heißt, ich gehe gar nicht erst nach hinten und schneide mir aus einem großen Stück Stoff was raus, sondern das ist natürlich, ich nehme mir das, was hier, die Reste halt, ne? Das ist wirklich echt praktisch. Gilding, Wax, da sind halt verschiedene, so alles, was so mit Glitzer und so zu tun hat. Andere Deko, da sind noch so gemischte Sachen drin. Sowas, ne? So, hier geht's weiter. Noch ein bisschen freiräumen. Washi-Tape, wie der Name sagt. Washi-Tape. Stempel. Ich habe ja hinten meine Stempel. Dieses hier ist noch ein Abteil, wo noch so Holzstempel und so drin sind. Hier habe ich noch zwei Stempelkissen, Steson und Versafine Clear. Hier habe ich Alphabetstempel, ein paar Holzstempel. Ja. Stifte. Hier habe ich so Stiftkrempel drin, den ich so hier oft benutze. Focal Point, das hat sich erledigt, das hatte ich da früher drin. Heutzutage habe ich da so diese Scheren drin und noch so ein Schneidetool für Wellenlinien und so. Tabs und Bling. Da habe ich hier eine Dose. Mal gucken, wie ich die jetzt aufkriege mit einer Hand. Ja. Hier so ein Glitzerkram und da drin auch. So, darunter sind auch noch, na, stellscharf. So verschiedene Tabs, die ich mir zugeschnitten habe. Da ist halt auch noch Zeug unten drunter. Und Perlen. Also hiermit fängt das zart an. Ich habe ja jetzt da hinten diese Riesenabteilung Perlen. Hier sind noch so ein bisschen Kleinkram. Und es ist überwiegend hier noch als extra Fach, weil ich das halt irgendwann mal hatte. Und jetzt bleibt es auch historisch gewachsen sozusagen. So, ach so, hier, da hängen noch runter, das sind eigentlich so für einen Schal so Aufhänger, die kann man so ja, auf der Kleiderstange aufhängen für Schals. Ich habe da so verschiedene Sorten von Kleber dran, die ich immer benutze. Und die fallen mir ständig runter und die Kleber rollen durch die Gegend. Ja, okay. Ich sitze auf so einem Ding, einfach rückentechnisch. So, weil das ist, das hat keine Lehne und der Stuhl wackelt so ein bisschen und da muss man mit der Bauch- und Rückenmuskulatur dann halt immer ein bisschen gegenhalten und das tut meinem Rücken gut. Das ist mein Mülleimer-Konzept. Also ich habe hier einmal so ein ganz großes Ding, das ist wirklich hoch, das ist richtig hoch, für Papier und das ist also regelmäßig echt randvoll. Und dann habe ich hier so einen anderen Eimer, da habe ich mir zwei Dinger rangemacht. Im rechten Plastik zu Plastik sammle ich alles, was in die Plastikmülltonne kommt und dies hier ist alles Restmüll. Und dies hier habe ich jetzt kürzlich entsorgt. Ja. Okay, gehen wir nochmal rüber. Hier ist halt
die große Tischfläche, die normalerweise noch voller zu ist als jetzt. Dann habe ich hier meine Nähmaschine. Ich zeige euch mal eben, welche das ist. Keine Werbung, ich habe sie halt. W6N5000. Die ist ganz ehrlich mir schon zu kompliziert. Ich hatte früher eine, die konnte vorwärts, rückwärts, zickzack, Knopfloch. So, und die hat mir eigentlich gereicht. So, und dann habe ich da drunter noch so einen Korb mit so Nähkram und so, ne? Also hier all möglichen Zeugs, Nähgarn und was man halt in so einem Nähkorb hat. Ja, Achtung, ich schwenke mal rum. So, hier habe ich einen Teil Journals und so. Ja. Und hier drunter habe ich noch, rechts sind Sachen, die ich irgendwie mal fotografieren, scannen und sowas wollte. Dies ist eine Kiste mit Sachen für meine persönliche Journalei. Hier habe ich eine Kiste, das sind Projekte, die noch kommen sollen. Da und da. Die Flasche, ja, da habe ich überlegt, ob ich da ein bisschen Bast oben rumklebe oder Kordel und ein Lämpchen reinmache. Ja. Hier ist noch, wie heißt das? Rote Beete, da wollte ich mit dem Wasser färben, weil die rote Beete ist abgelaufen. Aber ich werde sie jetzt einfach entsorgen. So, und hier das sind 3 Blöcke von Action, die ich eigentlich nicht sonderlich schön finde, aber ich weiß auch gar nicht, warum ich die genommen habe. Und da mache ich immer hier so, da sind schon so fertige Taschen und so ein Kram. Hier so, von jedem mache ich das irgendwie. Immer wenn ich so ein Video sehe, das ich ganz schön finde, oder von Shabby Dabby Duda, die macht ja so Massmaking am Dienstag. Da mache ich dann von jedem der Blöcke dann 1, 2 Dinge und dann kriege ich die langsam mal weg. So, hier, das ist auch eine Kiste, da ist auch noch Zeug drin, aus dem ich immer mal irgendwie noch was machen will, ne? Also da liegen Ideen rum und hier oben, hier habe ich schon Sachen, ja, die habe ich mir auch schon rausgesucht, aus denen ich demnächst was machen will. Also hier ist irgendwie so die Kiste für die Zukunft, also hier ist so die Gegend für die Zukunft, ne? So, und darunter, die quillt auch schon komplett über, ist eine Kiste, da sind Sachen drin zum Färben. Also Papier, Umschläge, hier jede Menge. So Spitze, die ich in weiß gekauft habe, die ich natürlich nicht weiß verwenden möchte. Auseinandergenommene Hefte und Blöcke und Bücher und auch Stoff liegt hier drin und da unten drunter, ich kann das jetzt gar nicht alles, da ist noch, seht ihr das, so eine ganz große Kiste. Da ist alles noch Zeug drin. Hier sind Bänder drin, die ich mitfärben will. Ja, also große Färbeaktionen stehen an. Ja, ich glaube, das war es auch schon im Wesentlichen. Also wie gesagt, ich habe das Glück, großer Raum. Für mich ist das im Verhältnis sehr gut organisiert. Ich brauche das auch, ich brauche den Überblick. Also ich kann das gar nicht leiden. Also es muss nicht alles klinisch perfekt oder sowas sein, ne? Aber ich muss im Groben wissen, was ich habe und es darf auch nicht zu viel sein. Wenn es zu viel ist, überfordert mich das und es ufert dann aus und dann bin ich auch nicht mehr kreativ, dann bin ich blockiert. So, also und ich habe jetzt halt die feste Regel, wenn irgendwelche Kisten voll sind, abgesehen jetzt vom Stoff da hinten, ne, da sieht man ja noch wieder den Stapel auf dem Boden. Wenn die Kiste mit den Pappabschnitten voll ist, dann gibt es keine mehr. Und wenn dann unten in der Küche dann Müll anfällt, dann fliegt der gnadenlos weg. Umschläge. Ich sammle keine Umschläge mehr. Ich habe 3 Millionen Umschläge. Ne? Und ich gehe dann teilweise auch bei und sortiere auch Sachen aus und entsorge die dann. Ne? Also, wie gesagt, Klopapierrollen oder sowas. Habe ich jetzt übrigens gar nicht, fällt mir auf. Ich brauche da keine 3 gelben Säcke voll, ne? Wenn ich da 5 oder 10 habe, dann reicht das auch, ne? Und die gibt es ja nach. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie so ein Vintage irgendwas ist, was man nie wieder nachkriegt, ne? Sondern Sachen, die wirklich ständig ja ins Haus fluten, die brauche ich nicht zu horten, also wirklich nicht. Ja, also wie gesagt, ich wünsche euch alles Gute.
Ich bin sehr neugierig auf alle anderen Bastelräume, die es so gibt. Also, wer es noch nicht gemacht hat, würde mich sehr freuen, wenn ihr mal euer Bastelreich zeigt. Vielleicht auch bei Facebook oder Instagram oder so. Ne? Ist immer sehr, sehr gerne gesehen. Ich wünsche euch alles Liebe. Bis dann. Tschüss.